Dogecoin, Snoop Doge. But anyway, Dogecoin is back and it's bigger and badder than ever. Wow, das ist echt gute. Die Lampe haben wir übrigens auch im Büro, ne? Diese im Hintergrund. Ah, ja, stimmt. Das ist genau dieselbe. So on February 1st, I made a video talking about Dogecoin going to the moon, and at that point in time, it was worth 3 cents. Wie viel ist Dogecoin jetzt wert? Ich habe ja selbst Dogecoin, für diejenigen, die es nicht wissen, 420,69 Stück. Sage ich, glaube ich, in jedem Stream. Weil es mir so ein bisschen so einen jungen Charakter gibt. Also, meine Dogecoin. Boomer. Meine Dogecoin sind 102,12 € wert. Das heißt, jetzt steht Dogecoin bei 24 Cent. Damn. Oh mein Gott, Eurocent, wohl bemerkt. It shot up to 42 cents, which means you could have 14x'd your money if you just subscribed to my YouTube channel and watched my YouTube videos. Hat er empfohlen? Chat, hat er empfohlen? Diejenigen, die dieses Video gucken? I should have listened to myself because I didn't buy any either. So in this video, I want to talk about what is responsible for the price growth of Dogecoin, why it's skyrocketing. I want to talk about some of the good things about Dogecoin, but also some of the lesser known bad things about it as well. Because the ultimate mystery has still not been solved yet. Es gibt ja solche Indikatoren, die zeigen, dass derzeit Altcoin-Season ist. Du hast ja immer so in so Bitcoin-Zyklen, hast du zunächst einmal der Bitcoin, der einen Hype erlebt. Also der Bitcoin geht richtig ab und wächst. Und nachdem der Bitcoin sich dann so ein bisschen beruhigt hat im Wachstum, folgen die alternativen Coins, die Shitcoins und Altcoins und was auch immer für Coins. Und ich glaube, wir sind jetzt gerade in so einer Phase, wo die Altcoins den Bitcoin outperformen, also auf kurze Sicht gesehen, ja. Und Doge ist da mal kurz explodiert. Ist halt die Frage, wie viel davon überhaupt gehandelt wird, wie groß das Doge-Handelsvolumen ist. Dann weißt du halt auch, mit welchem Volumen du da den Preis so krass beeinflussen kannst. Was ist denn momentan die Market Cap von Doge? Die siebtgrößte Kryptowährung, 37 Milliarden. Das ist schon sehr, sehr geisteskrank. Dafür, dass das Projekt nicht mehr weiterentwickelt wird. Ja, crazy. Hier können wir uns ja gleich mal noch ein bisschen Infos. Alter. Was ist denn das für ein Chart? Für ein 7-Tages-Chart. Okay, 7 Tage, 1 Monats-Chart. Einfach nur sick. Einfach nur sick. People are talking about this mysterious buyer of Dogecoin that supposedly controls something like 30% of the entire supply of Dogecoin, and that's not very good. So in this video, I want to talk about exactly what this means and where we're going in the future. Dazu hat sich übrigens Tesla, also Elon Musk, auch mal geäußert. Der meinte, dass die großen Wallets, die großen Dogecoin-Wallets mal ihre Bestände abstoßen sollten, weil, also im Endeffekt, das sind halt Wale, also wie du auch Bitcoin-Wale hast, nur mit dem Problem, dass die halt prozentual deutlich mehr besitzen, als die größten Bitcoin-Wale an Bitcoin besitzen und somit gigantische Marktbewegungen auslösen könnten. Von daher, ja, es ist ein Risiko. Also wenn super viele Coins in einer Wallet konzentriert sind, dann haben diese Leute halt eine unglaubliche Macht, die Preise in alle möglichen Richtungen zu bewegen, vorzugsweise nach unten. Everyone loves a lovable dog meme and they want to be a part of it, so they buy in. And it's a lot easier to move the price of an asset with a market cap of a couple billion. Klar, ist wie ein Penny Stock, ne? Dollars worth 30 cents, and it's a lot harder to move the price of something worth $1 trillion or tens of thousands of dollars per coin like Bitcoin is. And there's nothing better to move the price higher than bad news. That's just how crypto works. So on Thursday, just as Dogecoin was going up in value, Robinhood crashed. Ehrlich? Kann man Kryptowährungen über Robinhood kaufen? Ja, kann man schon länger, schon seit 2000. Okay, krass. Und jedes Mal, wenn irgendwas to the moon geht, erst GameStop und dann jetzt Doge, ist jedes Mal Robinhood down. Das ist immer ein guter Indikator für Peak. Also sobald, du musst ja erstens einen Broker woanders aufmachen, der nicht Robinhood heißt. Und wenn Robinhood platt ist, dann musst du den Wert verkaufen. Dann weißt du, es ist ein Peak-Indikator. They didn't stop allowing people to trade Dogecoin. It's just that their brokerage is doing what they do best. Robinhood. I'm just kidding. By then it was too late. Even though they crashed, it wasn't really their fault. Technically, it was too late because people were upset, they took to Twitter, conspiracy theories started, and that of course raises more awareness about what Dogecoin is, so more people bought in. Okay, also das ganze Ding wurde ausgelöst durch das Downsein von Robinhood. Ja, okay, interessant. So that's the first reason why it's going up in price. The second reason why Dogecoin is on a rocket ship to the moon is because of Satoshi Street Bets, which is a subreddit community similar to Wall Street Bets.
And they have grown to 395,000 Shibas strong now, which is a huge community. And this Tuesday, that's the day after this video goes live, the community's planning to pump the price of Dogecoin to 69 cents on 420. Ach so, 420, jetzt verstehe ich. Vor 2 Tagen kam er an ins Büro und meinte auch, heute wird Dogecoin gepumpt. Okay, interessant. Ja, so Leute haben wir hier im Team. Könnt ihr euch das vorstellen? Unglaublich. And if you want to be a part of that, just be careful, because anytime the public is told one thing, that's usually when the opposite thing happens and people with a lot of money dump their coins and take their profits. So just be careful. Ich habe meine Dogecoins nicht verkauft. Ich habe es tatsächlich considered, weil die waren mal bei 180, aber dann habe ich gesagt, nein, Meme-Coins verkauft man nicht. This is also one of the problems that even Elon Musk acknowledged, because he literally tweeted this. He said, if major Dogecoin holders sell most of their coins, it'll get my full support. Too much concentration is the only real issue in my opinion. Ja, genau, das ist den Tweet, den ich meinte, den Elon Musk, also wo er gesagt hat, zu stark konzentrierte Kryptowährung, zu viele extrem heavy Wale. I will literally pay actual dollars if they just void their accounts. If the whales release the Calypso, they release their Dogecoin, that's when he'll really back Dogecoin 100% and it will go to the literal moon. Stimmt so nicht. Ich meine, wenn die ihre Positionen auflösen, muss auf der anderen Seite ja eine Käuferseite sein. Und wenn Elon Musk derjenige ist, der die Käuferseite darstellt, dann ist er ja der Wal. Also es verändert ja so viel jetzt auch wieder nicht. And that's really the third reason why Dogecoin is on a rocket ship, is because the man with the diamond hands, the hype man, the rocket man, Elon Musk, loves Dogecoin. Even his recent tweet of the dog looking at the moon literally tripled the price of Dogecoin overnight. Plus, there's a petition going on right now for Amazon to start accepting Dogecoin as a form of payment. And if that happens, much wow. So anyway, nobody asked, but here's my theory behind what's actually going on with Dogecoin. For every $125 billion that gets added to the market cap, Dogecoin will go up by $1. So we need to go from 37. Das ist eine interessante Hypothese, ja. Ich weiß nicht, ob es eine Limit gibt bei Dogecoin. Man müsste sich mal durchlesen, wie der konstruiert ist. Es ist ja quasi ein Hardfork vom Litecoin, der aber schneller meint. Ich glaube, statt alle 10 Minuten Block macht er jede Minute einen Block oder sowas in die Richtung. Das heißt, Transaktionen sollten eigentlich schneller gehen, außer ja, die Blocks sind voller. To 100. Kein Limit, schreibt jemand, okay. 25 billion to get to $1. That's roughly a 3.5x increase. But here's what's more interesting. I feel like we're seeing a social experiment being played out by the bourgeoisie, just by really wealthy people who are using their influence to sort of have fun and test the waters. Because here's what happened. When Bitcoin was first created, it sort of got the attention from a group of people called the cypherpunks. Technically, they were the ones who created it. And above all, these guys were obsessed with the idea of magic internet money that was untouched by the government, which had a ton of potential. So these guys created it, they bought into it, which increased the value of Bitcoin, and this idea spilled over into other groups like the libertarians, who, above all, value economic and personal freedoms. Extrem gut recherchiert seine Videos, also ist schon krass. So those guys bought Bitcoin, and it increased in value as well, until eventually the retail investor got wind of all of what's going on. Und dann die Corporates und dann der nächste Schritt. Mal sehen. Vielleicht Governments, vielleicht Instis. Mal sehen. And then we started buying into it. But the last group of people who finally understood what Bitcoin was were the hedge funds, the corporations, and their billionaire CEOs. Danach geht's, wie gesagt, kann es noch weitergehen, ja. Zentralbanken und Staaten eventuell. Most of them still don't really get it. But now Bitcoin is very expensive to buy, so what do? Well, you buy some Bitcoin anyway. But then you have some fun. Krasse Uhr, hatte ich glaube schon mal gesagt, ist das eine Audemars, oder? And so this is where this new paradigm in investing comes in that's become so popular this year, which is meme investing, right? So when it comes to investing in the stock market, the stocks that end up doing the best are the ones that people talk about the most. In the short term, it's all a popularity contest. And so this idea of social proof this year has become sort of like an equivalent to looking at the fundamentals and looking at balance sheets, which is totally unheard of. And so when I think of people with influence, the billionaires, people like Mark Cuban and people like Elon Musk, those people, even though they love crypto now, were not always with that idea. In fact, Mark Cuban was one of the biggest people against Bitcoin. Ich verstehe noch nicht ganz den Link, warum das jetzt unbedingt Doge pushen sollte.
Zumindest langfristig. Es stimmt schon, ja, es sind ziemlich viele neue Leute in den Bitcoin-Space reingegangen, aber weil es ja auch Use Cases gibt und auch Vorteile, also das jetzt nicht unbedingt auf Dogecoin zutrifft. He compared it to owning a banana, and he said that he would literally have the banana. Nice. And then Elon Musk said that Bitcoin was brilliant, but the structure was not right for Tesla. And then for whatever reason, in the future, I can't speak for them, they found whatever reason to buy into it and finally get into the game. And then Dogecoin comes along. So it's cheap, it's popular, everybody's talking about it, and now put yourself in their shoes. You're a billionaire. You have all the money in the world. You have passive income to infinity and beyond. You own a car company. You own a football team. How else do you have fun? Money's meaningless at that point. Ach, ist ja drin, ja. Smart Cuban ist der in Dogecoin drin, okay. Also ich hätte jetzt eher gedacht, dass es die Retail-Investoren sind mit vielen kleinen Beträgen tendenziell. Here's how I would do it. I would try to see if I could influence the price of a small cap, unregulated asset. Das, was Elon Musk ja mit seinen Tweets gemacht hat, ne? Mich würde es nur wundern, dass er tatsächlich auch Dogecoin gekauft hat, weil er dann sehr wahrscheinlich wieder mit einer Institution, mit der SEC im Clinch wäre, mit denen er sich sowieso nicht so gut versteht. Ich meine, wenn er ein Asset kauft und das dann über seinen Twitter pumpt, über seine Reichweite, ist das definitiv Marktmanipulation. And maybe I would put in 1% of my net worth, which is still $10 million for every $1 billion that I have. But that might not be enough money, so I gotta go on Twitter. So imagine going on Twitter and seeing how much of a difference one of your tweets could make. Hey son, you've got some Dogecoin, right? You didn't sell it yet? Yeah, I still have some. All right, let's see how much of a difference one of Dad's tweets can make. Dogecoin to the moon. Oh wow, just tripled my investment. Thanks, Dad. Wäre übrigens auch so ein Fall, was ebenfalls Marktmanipulation wäre, ja, weil ob du es jetzt selbst bist oder in deinem näheren Umfeld ist dasselbe. Also ich bin mir relativ sicher, dass er sich für sowas nicht auf dieses dünne Eis begeben würde und welches kauft und dafür Ärger von der SEC eingehen würde. Würde mich wundern. Bezüglich Dogecoin und Mark Cuban. Er verkauft dem gehört ja die Dallas Mavericks, das Basketballteam, und er verkauft das Merch über Doge. Ach echt, krass. Genau. Und das deshalb ist er halt einer der bekannteren Leute, die jetzt Doge akzeptieren als Zahlungsmittel. Ah, krass. Und genau, er hat gesagt, wir haben jetzt... aber nicht exklusiv, also du kannst trotzdem noch mit US-Dollar den ja, Merch genau, kaufen. genau. Ich check mal den Shop und dann kann ich Update geben. Kauf mal was mit Dogecoin. It's almost like you've got your money printer at home that can just print fun coupons anytime you want. And when you do, there's a ton of companies writing articles about how you're endorsing this True, okay, jetzt hab ich's. crypto. That feels validating because that brings more attention and spotlight to your real businesses, which of course feels validating. It gives you free tendies and free publicity anytime you want, which is super cool. Mir kam gerade eine Idee, Arno. Warum machen wir kein Dogecoin-Video? Ich meine, wir haben ein Video gemacht zu anderen Shitcoins wie Ripple, Litecoin und Co. Wenn ich jetzt hier mal in die Liste reingucke, haben wir Videos gemacht also Ethereum ist immer noch davor. Okay, Ripple auch noch. Ja, können wir eigentlich machen. Aber mittlerweile ist Dogecoin vor Litecoin. Das heißt, es wäre justified. Einzelnen Chat, lieber Chat, wenn ihr ein Video zu Dogecoin wollt. Also wirklich mal, ernsthaft damit auseinandergesetzt. Nicht als Kursrakete oder sonst irgendwas, sondern mal rein informativ, ja. Nicht, dass wir dann ein Video machen und dann geht das to the moon in Deutschland. Auch ETFs to the moon. Ich bin für alles zu haben. Für jede And there's Mondlandung. no rule that says you can't do that. There's no rule that says that I can't buy Dogecoin and then tweet about it and promote it. But there is rules against promoting your own company, especially if it's a publicly traded company, because that is against SEC rules. Da ist jetzt vielleicht der Unterschied zu dem, was ich eben gesagt habe, dass es einen Unterschied macht, ob du jetzt deine eigene Company pusht. Elon Musk hat ja auch mal getwittert gehabt, Twitter wäre überbewertet und hatte für Ärger von SEC bekommen. Und ein drittes Asset, also ein Asset, wo ich quasi nicht direkt in Verbindung stehe, aber nichtsdestotrotz, ich meine, kommt ja trotzdem auf Pump and Dump zurück, also das, was ja zum Beispiel auch 50 Cent oder viele Prominente in der Vergangenheit gemacht haben, sich einfach einen Penny Stock raussuchen und sagen, das ist das geilste, das beste Unternehmen, alle rein, die komplette Community folgt, vorher hast du natürlich gekauft und wenn das Ding wirklich
weit oben steht, also wenn wirklich noch die allerletzten aus der Community reingehen, steigst du schon wieder aus. Ich meine, das ist ja auch illegal, also unabhängig davon, ob es jetzt deine Firma ist oder nicht. My theory behind why the price of Dogecoin is really skyrocketing is because people are using their influence to just have fun with meme investing. And that of course brings more attention to the retail investor like us, so we buy it, that drives the price, and that promotes them to tweet about it, promote it, and it's like this infinite monetization loop where we play off of each other back and forth. So it's all fun and games. Until you realize that there are some downsides with Dogecoin too. Bisschen Spielen mit Geld macht, ich meine, wir sind alle Corona, wir sind alle zu Hause, wir können nicht in, keine Ahnung, Clubs, Bars, Freunde besuchen und Co. Da amüsiert man sich halt so ein bisschen, ne? Casino ist sehr Boomer-like, würde ich sagen. Das heißt, wir suchen uns jetzt ein paar Shitcoins aus. Ich habe auch gelernt, man sagt heutzutage nicht mehr Shitcoins, sondern Poopcoins. Poocoins. The majority of Dogecoin is actually controlled by the top 100 wallets. So interessanter Breakdown, würde ich gerne mal ein bisschen more in depth sehen. at any time, those people could come together, sell off their supply, and crash the price. But to be fair to Dogecoin, So viel braucht man gar nicht. Also du brauchst keine 100 Wallets mit 60%, sondern es reicht ja, wenn jemand zum Beispiel 5% hat oder sogar noch weniger. Der muss ja einfach nur den Markt fluten. Der muss das einfach nur das komplette Orderbuch bei Binance vollhauen und dann stürzt der Kurs ein. I don't want to spread FUD, which is fear, uncertainty, and doubt, because it's very likely and it's very possible that the top 10 wallets belong to exchanges. True, guter Punkt. Ja, man muss von diesen Wallets auch noch die Exchanges abziehen. Well, the top 5 wallets belong to somebody like Robinhood, which wouldn't be so bad. So I don't want to spread misinformation and say that it's a badly distributed cryptocurrency because Ja, ist es schon. Also so ist nicht. Also the truth is, it might be better than most coins out there. das kann durchaus sein, ja. Which also isn't saying much. But from a value perspective, Dogecoin also has an infinite supply. Remember, Dogecoin was created in 2013 and it started out as a joke. Dafür, dass es ein Meme-Coin ist, ist es doch gut, dass es Infinite Supply hat. Das heißt, es gibt für jeden ein Stück vom Kuchen und das nicht zu teuer ist. Doch schön. Now we know that the block time is 1 minute and the block reward is 10,000 coins. So we know we're creating 10,000 Dogecoins per minute. Und es gibt keine Obergrenze wie beim Bitcoin von 21 Millionen. How many minutes in a year? 525,600 minutes. So if we multiply that by 10,000, we get 5,256,000,000 coins created per year. So that's how many there are, but the original cap was supposed to be at 100 billion. We've uncapped it since, and now there's a theoretical infinite supply of them. So the only thing that's supporting the price of Dogecoin now is the fact that there's more buyers than sellers. And as long as more people continue to enter the space, then we know it's going to continue to grow in price. Also, because of that inflation, it's going to grow by at least 4% for the next 10 years. But another downside to Dogecoin is the fact that we don't know who this mystery buyer that controls 28% of Dogecoin. 2,1 Milliarden, das ist schon krass. So if we find out that it's someone like Robinhood, which is a very high possibility that it's an exchange, then that's good news, because Robinhood... Ja gut, es wird aber keinen Sinn machen, dass die so einen hohen Anteil, also 2 Milliarden in der Bilanz haben, an einer einzigen Position als Handelshaus, als Broker, macht überhaupt gar keinen Sinn. Also das muss ja auch bilanziert werden. Da glaube ich nicht dran, dass sie so eine hohe Position... Im Endeffekt, warum halten solche Häuser Positionen? Naja, einfach aus dem Hintergrund, um Liquidität zur Verfügung stellen zu können. Here's my overall personal thoughts about Dogecoin. I think it's easily going to reach $1 this year, especially if Coinbase starts listing it, because they want to make revenue from those trades. Klar. Gemini does too. They're going to compete, and if that happens, that's going to open up Dogecoin to a whole new set of retail. Genau, da hat er schon recht. Also wenn jetzt Dogecoin überall gelistet wäre, stell dir mal vor, es gäbe es bei Bison. Ja, wie viele von euch haben Bison? Wer wird da nicht mal einen Fuffi rein investieren? Ja? And it's going to pump that price. And this is especially true once Elon Musk sends the literal Dogecoin to the literal moon. I don't even know what that means, because technically Dogecoin can't be literal. It's all digital, unless he means he's going to put it on a hardware wallet and then attach it to the rocket, kind of like the ArcNet in Men in Black. Das wäre lustig. Ich meine, Elon Musk hat ja schon einen Tesla ins Weltraum geschossen. Ne? Mir schon gedacht, darf man einfach so Zeug da reinschießen? Und was ist, wenn das auf einen Satelliten stößt oder auf die ISS? Naja, egal. Elon wird es dürfen. Und ja, genau, er könnte einfach per Hard Wallet Dogecoin auf den Mond schießen. And mark my words, he will do it. Because if you're a billionaire and you're tweeting about it and you've got a rocket, you can't not do it.
I'd be upset if he doesn't do it. I hope he does it. It's going to happen. And when it does, can you imagine how high that's going to pump the price of Dogecoin? It's going to go to the moon. But I think Mark Cuban is right when he said that it's kind of like the lottery ticket. He would rather buy Dogecoin. Hier schreibt jemand, könnt ihr was gegen die Shitcoin-Werbung im Chat machen? Ja, Leute, vielleicht nochmal als Hinweis, es sind sehr viele Zuschauer, 1300. Ich rate explizit davon ab, in irgendwelche Kryptowährungen zu investieren. Erstens, die man nicht versteht. Zweitens, die nicht Bitcoin sind. Und ja, drittens, die ihr nicht versteht. Ja, also es ist wirklich fundamental wichtig, das Zeug zu verstehen und dass da ein echter Use Case dahinter ist. Alles andere ist Spielgeld, wo man ruhig mal ein bisschen was draufsetzen kann. Ich habe im Stream gesagt, dass ich selbst in Dogecoin investiert bin. 25 € habe ich gesetzt. Das ist so viel wie ein etwas ausgiebigeres Abendessen kostet. Just for fun. Das ist kein Geld, was in irgendeiner Weise nicht in ETFs gelandet wäre oder nicht auf die Seite gelandet wäre oder sonst was. Das ist reines Konsumgeld gewesen. Nur nochmal zum Hinweis. Also, wir können Scherze machen hier im Chat. Ist alles lustig und alles fun. Aber es ist keine Anlageempfehlung und es ist Fun und sollte auch nichts anderes als Fun sein. Except, unlike a lottery ticket that goes to $0 once it's used up, I don't think Dogecoin will ever go to $0 because Doges never die and they all go to heaven. But you can still lose a ton of money. Ah, stimmt. Also es ist halt es ist quasi wie so ein Casino, was kein Ende hat. Ja, es ist ein guter Vergleich, finde ich. Also es ist nicht wie so ein Rubbellos oder ein Lottoschein, der, wenn der abgelaufen ist, vorbei ist und man dann den neuen kaufen muss. Das ist ja das Incentive dahinter, sondern man investiert einmal und das Ding kann hoch und runter gehen. Im Endeffekt ist es aber nichts anderes als in der Vergangenheit Pennystock-Zockerei oder Rohstoff-Future-Zockerei oder CFD-Handel oder sonstige Dinge. Ja, ich meine, man kann mit seinem Geld sehr, sehr viele amüsante Sachen machen. Satoshi-Dice, solche Dinge, ja. And as long as you know that you're not actually investing and that you're more like playing the lottery, then I think you'll have a lot of fun and you might even do well. Because at the end of the day, what is money if nothing more than this constantly ongoing, fun, social experiment that we're all a part of? Gutes Video. Ja, was lässt sich zu dem Video sagen, zu Dogecoin abschließend? Ich meine, es ist eine reine Spielerei, es ist keinerlei Investment oder sowas. Das sieht man auch schon daran, dass das Ding nicht weiterentwickelt wird. Genau, wenn der Krypto-Hype sich wieder ein bisschen abkühlen sollte, ist das eine der ersten Coins, die extrem fallen werden. Arno, wie hat es bei dir ausgesehen? Du hast ja ein ziemlich diverses Krypto-Portfolio aufgebaut, um es mal positiv auszudrücken. Und dann ging einige Jahre lang nichts. Also es war um 2017 rum. Und ja, Arno hat immer gesagt, so, ich muss das alles konsolidieren in Bitcoin, right? Ja, es war halt einfach nur ein bisschen messy. Das Problem war, dass damals noch nicht so viele Wallets gab, so auf dem Ledger und so weiter. Du hast also nicht diese Applikationen gehabt, zum Beispiel für Monero oder so, sondern die musstest du immer separat auf dem Open Source, auf dieser GUI-Wallet haben. Ja, diese Dezember 2017 Bubble war halt, ja, wurde ich halt ziemlich gierig und habe mich in jedes komische Projekt eingekauft irgendwie. Weil es auch so ein soziales Ding war, ne? Auf der Arbeit war ja quasi so eine Gruppe, ja, die quasi jeden. Was hast du alles mitgekauft oder mitgenommen? In welche Dinge hast du alles investiert? Also das erste krasse war halt Ethereum, weil nach Bitcoin, ne? Ja, also ich habe so einem Entwickler von Bitcoin erzählt, der aber nicht drin war. Dann hat er sich ein bisschen dazu belesen. Und dann hat er mir einen Link geschickt zum Ethereum ICO und er hat gesagt, das ist sau cool und so. Und mich hat es eigentlich null interessiert, weil ich es noch nicht so richtig verstanden habe. Und genau, da hat er irgendwie für, ja, keine Ahnung, 20 Pfund oder so eingekauft. Und dann ist irgendwie das Ding übelst abgegangen, ein paar Monate später. Und dann habe ich nur so gemerkt, so fuck, ey, wie mich das halt mental schon fertig macht, nicht dabei gewesen zu sein. Und FOMO. Genau, und dann habe ich Ethereum eingekauft und dann habe ich halt alles, sowas bei CoinMarketCap, sobald irgendwas irgendwie halbwegs abging, mich ein bisschen also YouTube-Videos geschaut und dann gekauft. Aber danach hatte ich halt einfach zu viele und gerade im Kryptowinter, wo das Thema dann nicht mehr so interessant war. Kryptowinter. Genau, habe ich dann einfach versucht. 2017. Ja, habe ich versucht, ein paar Sachen zu kaufen. Aber es gab ein paar coole Projekte, wie zum Beispiel dieses Golem, so quasi Google Drive für alte Laptops oder so. Du schließt die an, du gibst deinen Speicherplatz. Weißt du, dass der Gründer von Golem 1 Million Gegenwert in Krypto an die Grünen gespendet hat? Ist das ein Deutscher, oder? Der an die deutschen Grünen gespendet? An die oder? deutschen Grünen, ja. Ah. Um auf die Umweltverschmutzung von Bitcoin aufmerksam zu machen, also den Energieverbrauch. Ah, krass. Sehr, sehr wusste ich nicht. Ja. Wobei, ich glaube, ich habe gesagt, genau, Speicherplatz wie Google Drive, aber tatsächlich geht es, glaube ich, nur um Rechenleistung, also quasi, dass du, wenn du jetzt zum Beispiel 3D-Rendering machst, würdest du normal AWS benutzen, aber das kannst du dann über Golem machen. Und dann gab es irgendwie so ein Subreddit, wo dann jemand so eine richtig miese 3D-Skizze gerendert hat und hat gesagt, rendered only using Golem, the Golem Chain oder so. Und alle so, fuck, this is the future.
Aber kann gut sein, dass es auch dass es die Zukunft ist, aber es dauert vielleicht noch ein paar Jahrzehnte. Ja, also schauen wir mal, wie das weitergeht mit diesem Dogecoin. Wie gesagt, ich würde es auch tatsächlich als Meme-Coin betrachten, als Entertainment für Leute, die da ein bisschen Geld zum Spielen haben, aber ich würde es nicht in die Investment-Kategorie stecken. Ich hoffe, dir hat dieses Reaktionsformat gefallen. Jede Woche schauen wir uns gemeinsam live auf Twitch mit der Community Videos zum Thema Finanzen an. Einige Highlights aus anderen Videos findest du hier oder hier. Und wenn du die zukünftigen Highlights aus unseren Streams nicht verpassen willst, dann solltest du auf jeden Fall Überfluss abonnieren. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.